Hallo liebe Lego-Freunde und willkommen zum zweiten Teil von Perlen der Vergangenheit. Heute widmen wir uns wieder einem obskuren Lego-Thema, welches viele von euch möglicherweise nicht kennen werden. Die Time Cruisers ist eine der kleinsten Lego-Serien mit nur 7 Sets, die zwischen 1996 und 1997 auf den Markt kamen. Diese Cruisers sind schon ein seltsames Thema. Während bei anderen Serien die Ästhetik auf das jeweilige Thema angepasst wurde, sieht Time Cruisers so aus, als wären die Teile von allen Serien zusammengeschmissen worden. So findet man Teile zum Thema Ritter, Weltraum, Piraten, Unterwasser und so weiter in den Sets. Lego wollte offenbar ein Crossover zwischen den einzelnen Serien erreichen, was unserer Meinung nach sowieso in fast allen Kinderzimmern stattfand. Oder wer kennt nicht die bedeutenden Kriege, die Piraten gegen eine fremde Alienart führen? Der auf Deutsch übersetzte Werbetext für die Serie hörte sich in etwa so an. Die Lego Time Cruiser Sets geben dir die Möglichkeit, durch die Zeit zu reisen. Jederzeit. Stell dir vor, du steuerst dein Fahrzeug durch die Tiefen der Zeit, du besuchst vergangene und gegenwärtige Orte, um deine Top-Secret-Mission zu erfüllen. Doch sei vorsichtig, da du nie weißt, wem oder was du begegnen wirst. Das Wichtigste ist, dass du dich erinnerst, wie du wieder nach Hause kommst, denn sonst bist du für immer in der Zeit eingesperrt. Die Sets sehen demnach auch sehr nach MOX aus. Die Fahrzeuge haben Drachenflügel, können fliegen, schwimmen und tauchen gleichzeitig und unsere Helden haben für jeden Anlass das passende Outfit im Gepäck. Mit diesen Hüten reisen unsere Helden durch die Zeit. Meistens werden die Vehikel durch einen mechanischen Antrieb fortbewegt. Da bewegen sich dann auch oft Hypnosescheiben, Propeller, Flügel und andere ulkige Dinge. Auch in der Basis unserer Freunde finden wir Elemente aus verschiedenen Lego-Serien. Kennt ihr noch diese Trans-Orange-Fenster aus der Ice Planet-Serie? Und die beiden Luftschiffe sehen auch sehr interessant aus. Dieses Piratenschiff wurde auch aus allen möglichen Teilen zusammengebaut. Das Cockpit ist von einem Zug, die Flügel flattern beim Fahren und bestimmt dreht sich auch noch irgendwo ein Propeller. Unsere Helden sind nicht weniger seltsam. Wir dürfen Dr. Cyber vorstellen, einen Wissenschaftler, der mit seinen Fahrzeugen ähnlich wie in Zurück in die Zukunft durch die Zeit reisen kann. Dabei versucht er, das Zeitraumkontinuum nicht zu zerstören. Ob man dem vertrauen kann? Sein Assistent ist sein Neffe Tim, der ihn auf den Zeitreisen begleitet. Sein Kopf ist eine Rarität in der Lego-Welt, denn Tim hat allen Ernstes eine Nase. Die Minifigur kam später auch noch in Freestyle-Sets vor. Dr. Cyber hatte auch noch 2 ganz tolle Gehilfen, nämlich Ali oder im Englischen war das Ingo, der Affe, und Robbie, im Englischen Cranky, der Roboter, welcher nur im Set 6494, dem Mystic Mountain Timelab, vorkam. Die geheime Mission der Time Cruisers ist also, geheim durch die Zeit zu reisen, dabei Erkenntnisse über das Zeitraumkontinuum herauszufinden und die Schäden in diesem zu beheben. Doch wer ist da überhaupt der Bösewicht? Ein Jahr später, im Jahr 1997, kamen diese Bösewichte auf die Leinwand, genannt Time Twisters. Diese verwenden auch die Kopfbedeckungen aus verschiedenen Serien, um durch die Zeit zu reisen und stellen dabei allerhand böse Dinge an. Die Fahrzeuge der Time Twisters sind deutlich dunkler als die der Time Cruisers. Während bei den letztgenannten Grau und Gelb die vordergründigen Farben waren, sind es nun Schwarz und Blau. Auch hier wurden Teile von verschiedenen Serien verwendet, jedoch in etwas dezenterer Manier. Genauso geschah es mit den Funktionen, welche in dieser Welle etwas versteckter in die Sets integriert waren. Ob ihr es glaubt oder nicht, es gab sogar einen Time Twisters Zug, den Christoph jetzt haben will. Dieser hat bei genauerer Betrachtung Ähnlichkeit zum Zug aus der Monster Fighters Serie. Die Time Twisters Welle bestand überhaupt nur aus 3 verschiedenen Sets, wobei dieses Fluggerät auch in einer limitierten Edition mit einem schwarzen Spielfeld aus Plastik auf den Markt kam. Unsere Antagonisten sind die beiden Zwillingsbrüder Tony Twister und Professor Millennium, welche auf ihrer Reise durch die Zeit von einem Geist und einem Skelett begleitet werden. Was soll man großartig über die Handlung erzählen? Die Time Twisters versuchen, die Zeit durcheinander zu bringen und die Time Cruisers versuchen, dies zu verhindern. Das ist jedoch nicht alles, was es zu den Time Cruisers zu sagen gibt.
Sehr interessant ist auch die Geschichte zu der Entstehung der Serie. Gerüchten zufolge erhielt Lego im Jahr 1994 ein Mock-Fahrzeug, welches einem der Designer gefiel. Dieses Fahrzeug kam später in einer neuen Comicreihe im deutschen Click-Magazin mit dem Namen Timebuster vor. Der Held des Comics war Max Timebuster, der später als Tim Timecruiser seinen Weg in die Lego-Sets fand. Kurze Zeit später holte man sich Prinzenrolle an Bord, die auch gehörig die Werbetrommel dafür rühren sollten. In diesem Comic ging es darum, das Keksrezept aus den Fängen der Bösen zu holen, die damit in die Vergangenheit gereist waren. In den Comics, die später folgten, reiste Max Timebuster zu den Rittern und zu den Dinosauriern. Er besuchte eine Unterwasserwelt und stattete den Rittern einen Besuch ab. Er besuchte eine Unterwasserwelt und stattete den Astronauten einen Besuch ab. Die in den Comics verwendeten Gefährte, wie etwa dieses Luftschiff, wurden auch als Lego-Sets veröffentlicht. In weiterer Folge erlebten die Leser der Timebuster-Comics Max bei seinen Abenteuern, die ihn auch zu anderen Lego-Serien führten, wie hier zum Beispiel zur Studios-Reihe. Dort wurde er zum Regisseur und die Comicreihe endete abrupt. So wurde Max Timebuster zum Maskottchen für Lego, noch vor Johnny Thunder und Emmett. Nur bei seinen eigenen Sets stach er nicht besonders hervor. Die Time Cruisers, Time Twisters Reihe endete also abrupt wie die Timebuster Comics nach nur 2 Wellen. Erwähnenswert ist jedoch noch, dass es zu den Lego Time Cruisers auch noch ein Brettspiel gibt, welches wir uns vielleicht mal kaufen und für ein Video spielen werden. In diesem Spiel muss man die Zeitartefakte aus den verschiedenen Epochen einsammeln, um zu beweisen, dass Dr. Cyber wirklich das Zeitreisen erfunden hat. Das sieht doch mega cool aus, oder nicht? Und das war alles noch vor den Lego-Brettspielen. Und dann gibt es noch 3 Hörspielkassetten, welche nur auf Deutsch erschienen sind. Diese könnt ihr euch sogar auf YouTube anhören. In einer der Episoden muss das Time Cruisers Team in die Vergangenheit reisen, um eine längst ausgestorbene Pflanzenart in die Gegenwart zu transportieren. Natürlich stellen sich auf dem Weg die Time Twisters in den Weg. Nach einem Abstecher zu den Rittern und in die Aquazone gelingt es den Helden schließlich, die Pflanze unbeschadet nach Hause zu bringen. Sehr hörenswert. Der Hypno-Cruiser war sogar auf der Titelseite des Lego-Katalogs von 1996. Doch warum erinnert sich heute fast niemand mehr an die Serie? Wahrscheinlich, weil sie zwar aus verschiedenen Themenfeldern coole Teile und Mechaniken herausnahm, jedoch keine eigenständige Identität hatte. Genau wie die Geschichte der Time Cruisers, die von einer Serie zur nächsten reisen, stecken auch die Time Cruisers Sets irgendwo dazwischen fest. Wenn man Lego-Veteranen nach den liebsten Serien ihrer Kindheit fragt, werden sie Schlagworte wie Ritter oder Weltraum nennen, nicht jedoch die Time Cruisers. Die Story war abgefahren und unterstrich Legos Grundkonsens, die Kreativität. Doch die kleine Anzahl an Sets ließen die Serie schnell wieder verschwinden und so bekam sie im Katalog von 1997 nur mehr 1,5 Seiten. Vielleicht waren sie für die Kinder von damals einfach zu hässlich. Die Funktionen mancher Sets, flatternde Flügel und rotierende Propeller, waren zwar cool, im Spielwarengeschäft seiner Wahl entschied man sich jedoch eher für Ritter-, Weltraum- oder Piratensets. Da half es auch nichts, dass Lego noch Mock-Wettbewerbe nachfeuerte, bei denen Lego-Fans ihre Zeitmaschinen einschicken sollten. Ganz wie damals das erste Modell 1993 oder 1994 Lego erreichte und schlussendlich den Anstoß zur Serie gab. Auch wir hatten die Time Cruisers für lange Zeit vergessen. Wir dachten erst beim Anschauen von Lego Movie wieder an das Konzept, dass Minifiguren zwischen den einzelnen Lego-Welten hin und her reisen konnten. Bei genauerem Nachdenken fallen einem auch Parallelen zum PC-Spiel Lego Insel auf. Denn auch dort muss sich Pepper in den verschiedenen Lego-Welten auf seinen Abenteuern beweisen. Ich kann mich aber noch an sehr schöne Spielstunden mit meinen beiden Time Cruiser Sets, dem Hypno Cruiser und dem Mystic Mountain Time Lab erinnern, und ich baute auch die beiden Sets für diese Folge von Perlen der Vergangenheit wieder auf. Besondere Schönheiten sind die Sets, ehrlich gesagt, alle nicht. Doch wenn sie eines konnten, dann war es kreatives Spielen zu ermöglichen. Die Sets gibt es heutzutage am Zweitmarkt für kleines Geld. Da könnt ihr also schon mal zuschlagen, wenn ihr daran Interesse habt.
Was haltet ihr von den Time Cruisers und Time Twisters? Kanntet ihr die Serie? Hattet ihr Sets davon? Wie seht ihr heute, fast 25 Jahre später, die Serie? Schreibt uns eure Meinungen in die Kommentare. Der Vorschlag Time Cruisers für Perlen der Vergangenheit kam aus unserer Community. Vielen Dank dafür. Gerne könnt ihr uns auch eure Wünsche für Episode 3 in die Kommentare posten. Bis dahin, viel Spaß beim Bauen und danke fürs Einschalten.